Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Peltonen M23 Ranger Cup. Ein kleines Poco, das ich zum ersten Mal auf der IWA 2024 in Nürnberg gesehen habe. Ja, dieses kleine Messerchen hat mich sofort angesprochen. Mein erster Gedanke war dann auch sofort, dass es hier eine gelungene Adaption eines Schnitzmessers ist. Sieht man hier zum Beispiel, das ist das Mora 120 oder hier ein Diktum-Schnitzmesser, also wirklich schon sehr, sehr ähnliche Abmessung. Hier das ATI TK62, auch ein schönes Messer. Ist natürlich eine andere Klingenform, aber von der Größe ist das dann doch ziemlich identisch. Man könnte auch an ein Mora älteres denken, aber ja, letztendlich komplett anderes Konzept. Natürlich auch ein sehr, sehr gutes Messer. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr ähnliche Abmessung. Und die Klingenform der beiden Schnitzmesser erinnern dann doch sehr an das M23. Ein schönes Konzept. Und hier möchte ich mich dann auch erstmal ganz herzlich bei Philipp bedanken. Das war einer der Mitarbeiter am Peltonen-Stand auf der IWA. Ein sehr, sehr sympathischer Typ. Im gleichen Atemzug geht auch ein großer Dank raus an Peltonen, denn das M23 Ranger Cup wurde mir für dieses Video zur freien Verfügung gestellt. Besonders gefreut hat mich hier in diesem Zusammenhang, dass es von Pelton keine besonderen Vorgaben gab. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Da gibt es Hersteller, die mit diversen Forderungen aufwarten. Solchen Herstellern sage ich dann immer ab, weil das hat dann nichts mehr mit ergebnisoffen und neutral zu tun. Deshalb umso mehr ein großer Dank an Peltonen und Philipp. Genug der einleitenden Worte. Wir legen direkt los mit der Messerscheide. Ich räume hier erstmal ein bisschen auf. Das ist hier eine Messerscheide aus Kydex. Ja, insgesamt gut gemacht, kann man so nicht sagen. Das ist eine gefaltete Konstruktion. Wir haben 3 stabile Ösen. Hier gibt es ein kleines Drainageloch und wir haben eine wirklich gut gemachte Daumenrampe. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Also das Messer sitzt sehr sicher und hier kann man es auch wirklich sehr gut ziehen. Dann gibt es hier einen Belt Loop. Ja, den könnte man dann auch hier öffnen. Und so könnte man das Messer an einem Gürtel tragen, vielleicht auch an einem Wollesystem oder an einem Rucksack. Hier ist das Ganze verschraubt, das heißt, man könnte diesen Belt Loop auch abmachen. Alternative Trageweise wäre dann hier als Neckknife. Paracord ist im Lieferumfang enthalten. Oder man trägt es einfach in der Hosentasche. Und ich mache das hier mal wieder zu. Man hat hier eine Gesamtlänge von etwa 17,5 cm. Also das würde definitiv funktionieren. Was mir auch wirklich sehr gut gefällt, das ist diese röhrenförmige Konstruktion im Bereich der Klinge. Man sieht das hier, das liegt hier nicht direkt an wie bei anderen Kydex-Scheiden. So lässt sich die Messerscheide gut reinigen, zum Beispiel indem man einfach Wasser durchlaufen lässt. Man kommt hier auch mit einem kleinen Bürstchen rein oder einem Tuch. Also das ist auch gut gemacht. Ein weiterer Vorteil ist dann, dass die Klinge hier nicht so verkratzt wird. Also es gibt keine Ziehspuren von der Kydex. Alles in allem wirklich gut gemacht, diese Messerscheide aus Kydex. Ja, dann würde ich sagen, es geht weiter mit der Klinge und ein paar Praxisaufnahmen. Das ist meine neue Location. Leider kein besonders ruhiges Plätzchen in der Nähe des Nürnberger Flughafens. Egal. Das sind meine allerersten Praxisversuche mit dem M23. Ich muss mich hier an die Löckchen ein wenig herantasten. Das liegt nicht am Messer, sondern ist vielmehr eine Frage der Technik. Der Scandi ist beim M23 auf 0 geschliffen und somit extrem bissig. Sobald man den Winkel minimal falsch ansetzt, geht die Klinge zu tief ins Holz. Das ist alles Gewöhnungssache. Mir geht es dann sehr häufig so, dass ich mich an ein neues Messer erstmal herantasten muss. Während ich mich hier weiter an Löckchen versuche, erzähle ich so ein bisschen über die Abmessung, Stahl etc. Wir haben hier eine Klingenlänge von 67 mm, effektive Schneide etwa 63 mm, Klingenbreite 3,2 mm. Wie erwähnt ein Scandi-Schliff, etwa 10 mm hochgezogen, auf 0 auslaufend und extrem bissig. Die Klingenform orientiert sich an klassischen Schnitzmessern, ist spitz zulaufend, fast schon keilförmig. Man kann mit so einer Klinge extrem fein arbeiten, dazu kommen dann im Outro noch ein paar Aufnahmen. Die Löckchen sind hier nicht perfekt.
Da muss ich echt noch üben, aber es reicht, um damit ein kleines Feuerchen zu entfachen. Der Klingenrücken wurde sehr, sehr scharf belassen. Feuerstahl anreißen geht absolut problemlos. Hier nochmal der Beweis, wie bissig die Klinge ist. Das Holz leistet hier kaum Widerstand. Beim Stahl wurde sich für den bewährten 80 CRV2 entschieden. Carbonstahl, rostanfällig, also immer so ein bisschen pflegen, reinigen, gelegentlich einölen. Peltonen bezieht die Klingen bei Laudin Metalli und die haben diesen Stahl absolut im Griff. Im Bereich der Schneide erreicht das M23 durch eine induktive Härtung 62 bis 63 HRC. Am Klingenrücken liegt die Härte dann deutlich darunter. Ja, durch dieses Verfahren, also die induktive Härtung, wird eine Verbesserung der Dauerfestigkeit erreicht. Das Risiko, dass die Klinge beispielsweise durch Fehlbelastung bricht, wird reduziert. Und die Klinge weist hier im Bereich des Klingenrückens mehr Flexibilität auf. Definitiv eine tolle Sache. Jetzt noch zum Griff. Grifflänge etwa 100 mm, also ein vollwertiger Griff, passt wie angegossen in meine Hand. Griffmaterial ist thermoplastisches Elastomer, kurz TPE. Ein gummiartiges Material, das sich auch bei Nässe und Kälte sehr angenehm greifen lässt. Dazu befinden sich hier oben und auch im unteren Bereich rutschhemmende Elemente, ein ganz kleiner Guard. Also insgesamt eine sichere Sache und eine sehr angenehme Haptik. Der Griff ist ergonomisch geformt, auch leicht bauchig. An der dicksten Stelle sind das hier 82 mm Griffvolumen. Ein sehr bequemer Griff, man kann damit lange und ermüdungsfrei arbeiten. Hotspots gibt es hier auch keine, also das ist gut gemacht. Hier noch ein kleines Lanyard Hole, Innendurchmesser 4 mm und in der Nähe lege ich hier mal einen kleinen Magneten auf und man sieht, wie weit dieser Tang hier reingeht. Das ist wirklich ganz nah am Full-Tang. Hier mal ein Bild vom Peltonen Ranger M07 mit aufgeschnittenem Griff. Man kann hier gut erkennen, wie weit die Flachangel in den aufgespritzten Griff hineingeht. Ein sehr stabiler Aufbau. Und das ist beim M23 genauso gelöst. Die Flachangel geht ungefähr bis zum Lanyard Hole. Es gibt vielleicht ein ganz kleines Risiko bei diesem Messer bzw. bei diesem Griff. Theoretisch könnte hier in diesem Bereich Feuchtigkeit eindringen. Dann gibt es ziemlich sicher Probleme mit Rost. Davon habe ich zwar bisher bei Pelton noch nichts gehört, aber ganz ausschließen kann man das wohl nicht. Das dürfte dann über die 10-jährige Garantie abgedeckt sein. Diese Garantie greift, solange man das Messer nicht missbräuchlich einsetzt. Kurz noch zum Gewicht. Wir kommen hier gerade mal auf ein Gewicht von insgesamt 78 Gramm. Mit der Kydex samt Beltloop und dem Lanyard wären das dann 115 Gramm. Ja, ein Leichtgewicht, verschwindet schnell mal im Rucksack, also wirklich schön zum Mitnehmen. Soweit ist erstmal alles gesagt. Zeit für ein Fazit. Fazit: Für mich ist das Pelton Ranger Cup M23 jetzt schon eines der feststehenden Messer des Jahres 2024. Es ist ein Verkaufsschlager. Auf der IWA war das Interesse extrem groß. Es gibt bereits etliche Videos darüber, Bildbeiträge auf Social Media. Ein kompromissloses, pragmatisches Messer, kein Schnickschnack. Hier gibt es auch keine großen Markungen. Hier ist noch das Logo von Peltonen, das war es im Wesentlichen. Aber hier gibt es keine Designausbrüche oder sowas. Holzbearbeitung ist sicherlich das Haupteinsatzgebiet. Ich habe auch vom jagdlichen Zweck gelesen, dazu kann ich nichts sagen. Essenszubereitung oder andere kleine Alltagsaufgaben sind auch kein Problem. Es ist ein fähiger kleiner Begleiter. Es gibt auch eine gewisse Auswahl an Grifffarben, also Sandfarben, Schwarz, Orange und Olivgrün. Dazu gibt es alternativ zur Messerscheide aus Kydex noch eine aus Leder. Je nach Variante bewegt man sich beim M23 in einem Preisbereich von 85 bis 95 Euro. Also nicht ganz günstig für so ein kleines Messer mit eher gewöhnlichen Materialien. Hier bezahlt man den Namen, irgendwie auch das Konzept. Das ist zwar alles nichts Neues, es gibt auch andere Hersteller mit kleinen Schnitzmessern, aber auf diese Weise wurde das bisher noch nicht umgesetzt. Das ist sozusagen ein Schnitzmesser 2.0. Ja, dann kommt noch der Materialaufschlag durch die von Laudin zugekauften Klingen dazu. So erklärt sich dann der Preis. Dafür ist hier die Verarbeitung sehr gut. Man hat ein absolut fähiges Messer. Wir haben eine induktive Härtung im Bereich der Schneide von 62 bis 63 HRC. 10 Jahre Garantie darf man auch erwähnen. Eine wirklich gut gemachte Kydex-Scheide. Lieferumfang, ja, diese Pappbox. Hier noch so ein kleiner Beileger. Da sind ein paar Tipps drin, wie man zum Beispiel mit der Kydex-Scheide umgeht.
und auch Garantiehinweise. Dann noch ein Patch. Ja, ich denke mal, ein sympathisches Messer mit einem sehr klugen Gesamtkonzept. Dann war es das im Wesentlichen. Ja, jetzt gibt es dann noch ein Outro. Das ist hier mein allererster Tri-Stick. Den habe ich am gleichen Tag geschnitzt. Ich habe mir hier so eine Anleitung hingelegt. Das Ganze ist hier mal von Morris Kochanski erfunden worden. Und hier geht es einfach um ein paar kleine Schnitztechniken. Derzeit geht das ja ziemlich rum auf YouTube. Das ist aber schon seit langem ein Thema. Wenn man das auf YouTube mal eingibt, Tri-Stick, dann kommen sehr, sehr viele Ergebnisse, auch sehr alte Ergebnisse. Ja, meiner ist hier ganz weit weg von perfekt, krumm und schief. Also ich muss hier definitiv nochmal üben, aber macht ja nichts. Zum Abschluss ein großer Dank an Philipp und Peltonen. Das ist wirklich ein tolles Messer, ein großer Wurf. Ja, dann war es das für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.